Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video wird so eine Mischung aus Kleiderschrank und Outfits, Vlog und persönliche Weiterentwicklung, denn ich bin gerade auf Problemlösungssuche. Das Problem ist, dass sich meine Morgenroutine so ein bisschen in Luft aufgelöst hat. Ich hatte so eine tolle Morgenroutine. Ich habe mich morgens gefreut aufzustehen und hochzugehen auf die Terrasse, meine Blumen zu gießen. Ich habe den Sonnenaufgang angeguckt, das war richtig gut, hat super für mich funktioniert und ich hatte produktive Morgende. Seit dem Wintereinbruch ist es arschkalt in der Wohnung. Wir haben gerade, ich würde schätzen, so 16 Grad in der Wohnung. Ich höre mich auch immer noch verschnupft an. Ich bin nämlich immer noch erkältet seit Kanada. Ich werde einfach nicht gesund unter diesen Bedingungen. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich will, wie gesagt, Lösungen finden. Das Problem ist, was sich jetzt geändert hat, ist, dass ich natürlich nicht mehr hochgehe zum Gießen, weil erstens brauchen die Pflanzen nicht mehr so viel Wasser oder zumindest nicht jeden Tag. Und das Zweite ist, dass es einfach so kalt und ungemütlich ist, dass ich sowieso schon Probleme habe, überhaupt aus dem Bett zu gehen und mich quasi aus meiner Bettdecke zu schälen, geschweige denn die Motivation zu haben, auch noch vor die Tür zu gehen, als erstes nach dem Aufstehen. Das bedeutet, ich brauche eine neue Winter-Morgen-Routine. Ich bin jetzt im Überlegen, was für einzelne Schritte mir dabei helfen könnten. Und das allererste Problem, was sich bei mir jetzt gerade durch den ganzen Tag immer zieht, ist, dass ich super unproduktiv mich fühle und nicht so richtig in die Gänge komme. Ich glaube, dass eine der Sachen, die mir vielleicht helfen könnte, wäre, dass ich mich morgens zurechtmache. Und ihr seht schon gerade, ich bin im Hoodie, ich bin in Jogginghose und es fühlt sich alles sehr nach Slouchy auf der Couch chillen an. Einfach weil es hier so kalt ist. Aber ich habe ja auch die Kleidung eines normal arbeitenden Menschen, die ich trotzdem schichten kann und quasi genau auch warm angezogen sein kann, so wie auch in diesen Klamotten. Was ich also machen möchte, ist ein Experiment in der nächsten Woche. Und zwar möchte ich mich jeden Morgen zurechtmachen, anziehen, was ich in der Vergangenheit jetzt nicht gemacht habe, sondern nur, wenn ich wirklich einen Termin hatte, was ja bei mir nicht so oft vorkommt. Das heißt, ich bin auch so Gassi gegangen in Jogginghose und alles. Und ich glaube, dass es auch mit dazu führt, dass ich mich unproduktiv fühle und ich so richtig in die Gänge komme. Was wir also in diesem Video machen, sind 7 Tage, in denen ich mich morgens zurechtmache. Und wir werden mal beobachten, ob das einen positiven Einfluss auf meine Produktivität hat, auf meinen Tag, auf mein Selbstwertgefühl und auf alles einfach. Oder vielleicht macht es auch gar nichts und wir haben einfach nur 7 Outfits ausprobiert. Okay, ich hoffe, ihr habt Bock. Es ist inzwischen schon 10:30. Ich bin erstmal aufgestanden in der Früh. Es ist ja noch dunkel, wenn ich aufstehe. Und ich glaube, für den Anfang möchte ich mir erlauben, tatsächlich bis zur ersten Gassi-Runde in diesen warmen, kuscheligen Klamotten zu bleiben, weil ich glaube, ansonsten kann ich mich echt so gar nicht aus dem Bett schälen. Aber jetzt zur ersten Gassi-Runde will ich mich zurecht machen und den Rest des Tages hoffentlich positiv, produktiv verbringen. Und das heißt, wir suchen jetzt mal ein Outfit raus und dann geht's los. Es gab ja erst kürzlich mein Outfit-Video, das heißt, ihr kennt den Aufbau meines Kleiderschranks, brauche ich euch jetzt nicht mehr im Detail zeigen. Und ich suche jetzt einfach mal was raus, was vernünftig aussieht. Wenn man bei 16 Grad Raumtemperatur am Schreibtisch arbeitet, wobei ich dazu sagen muss, ich habe eine kleine Elektroheizung am Schreibtisch, aber die heizt halt nur mein Büro und nicht den Rest. Und ich bin natürlich im Laufe des Tages auch in anderen Zimmern unterwegs. Ich gehe mal auf Toilette, ich gehe ins Schlafzimmer, mich anziehen, dies, das. Und dann ist die Tür offen und das verpufft einfach. Jedenfalls Lagen. Lagen. Das suche ich jetzt mal. Fangen wir an mit einer Hose und einer Strumpfhose. Ich hatte ja schon erzählt, ich habe mir neue kuschelige Strumpfhosen gekauft, beziehungsweise eine neue kuschelige Strumpfhose, eine hatte ich noch. Weil das Problem bei Strumpfhosen ist ja immer, die sind mit Füßen und man will ja auch nicht irgendwie die gleichen Socken anziehen hintereinander. Also je nachdem, was ich mache, wenn ich nur daheim bin, könnte ich vielleicht 2 Tage rechtfertigen. Aber dann scheitert es einfach an den Füßen. Muss ich die einfach irgendwie waschen, also keine Ahnung, wie macht ihr das? Ist eigentlich auch nicht so ideal bei so Kuschelstrumpfhosen, weil die gehen ja auch schneller kaputt und eigentlich von den Beinen her könnte man sie öfter anziehen. Also egal, ich habe noch keine Lösung dafür. Jedenfalls, wir fangen an mit einer sehr kuscheligen Strumpfhose und ich suche mal eine Hose zum Drüberziehen. Standard Office Hose würde ich sagen, dann obenrum ziehe ich mir zuerst einen Top an, das habe ich schon an. Habe ich mir heute Morgen schon drunter gezogen. Wir sind noch beim perfekten Top, weil ich habe, glaube ich, nur 3 Tops, die eigentlich quasi so lang sind, dass man sie in die Hose stecken kann. Was nicht genug ist für eine ganze Woche, weil die wechsle ich täglich.
Deswegen muss ich leider gerade noch mit bauchfreien Tops Vorlieb nehmen. Das Problem ist, Baumwolltops, die lang sind irgendwie schwer zu finden. Also den Synthetikstoff, Polyester, klar, überall, aber Baumwolle, nicht so einfach. Das bauchfreie Top leider, das Gute ist, die Strumpfhose geht ein bisschen höher, das heißt, da ist dann kein Auskühlschlitz in dem Sinne. Wie wäre es mit einem Rollkragen Langarm-Shirt und dann kann ich noch vielleicht einen Blazer oder sowas drüber ziehen. Schwarzer Blazer, mal gucken, ob der dann notwendig ist. Weil die Strumpfhose ist nämlich ziemlich kuschelig, vielleicht ist es dann auch so genug. Und Blazer sind mir immer so schwer. Mal schauen. So, das ist die Farbkombi, dann schlüpfe ich da jetzt mal schnell rein. Oh, bei 16 Grad Zimmertemperatur kostet auch echt das Umziehen an sich schon Überwindung. So, aber es fühlt sich okay an. Die Oberteile sind natürlich nicht so kuschelig wie so ein schöner Hoodie, aber ich fühle mich auf jeden Fall sehr viel erwachsener. Jetzt werde ich mir nur noch die Haare kämmen. Zähne geputzt habe ich schon. Heute mache ich ein No-Make-up-Day und dann starten wir den Tag. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Hello Leute, herzlich willkommen zu Tag Nummer 2. Heute ist es noch kälter, aber Good News, die Eigentümergesellschaft hat sich beschwert und am kommenden Montag werden die Heizungen aktiviert. Ja, heute ist Freitag, also noch Freitag, Samstag, Sonntag frieren und Montag. Hoffentlich nicht mehr. Okay, es ist jetzt gerade 9:30, ich muss um 10 los. Ich habe ein Meeting im Institut und danach habe ich einen Termin mit der Maklerin. Ich bin immer noch verschnupft, sorry dafür. Ich glaube, das wird auch auf jeden Fall bis Montag nicht besser werden. Mit der Maklerin, weil es immer noch Sachen gibt zum Vertrag zu klären. Das wird auch noch ein bisschen dauern, aber ich darf messen. Yay! Okay, es ist so kalt heute, es wird passieren. Ich werde definitiv an die richtig dicken Winterpullis gehen. Die richtig dicken Pullis hatte ich ja noch so ein bisschen beiseite, aber ich glaube, heute muss es dieser sein. Der allein reicht natürlich nicht, darunter gibt es noch ein Langarm-Shirt. Und um farblich im hellen Bereich zu bleiben, eine helle Jeans und obligatorisch die Strumpfhose drunter. Und dann kommt noch der Wintermantel dazu. Und das alles. So, okay. Jetzt noch Haare kämmen und so weiter und so fort. Ich hatte in einem Video gefragt nach Haarpflege und so weiter, weil ich war auf der Suche nach einer neuen Kur. Und dann haben mir viele empfohlen, Öl in die Haare zu tun. Und habe ich gemacht und ich glaube, ich kann sie eigentlich instant wieder waschen. Die schauen so fettig aus. Richtig krass. Also Öl in die Spitzen scheint keine Option für mich zu sein. Außer ich habe wirklich viel zu viel, aber ich habe echt super wenig rein. Aber meine Haare sind, oder allgemein, mein ganzer Körper ist eigentlich kein Fan von Öl. Ja, mal gucken, wenn ich die kämme, ob das dann geht und dann werde ich halt irgendeine Flechtfrisur machen oder so, damit es nicht so fettig aussieht. So, Haare sind immer noch ölig. Aber gut, ich habe so eine interessante Frisur gemacht. Ob das jetzt was hilft, wir werden sehen. Ich zeige euch jetzt nochmal das Outfit vorm Spiegel und dann geht's auch schon los. Hallo, hallo, willkommen zu Tag 3. Heute ist Samstag und ich habe mich schon fertig gemacht. Ich bin schon eine Weile auf, aber ich gehe jetzt gleich los. Es ist fast 10:30. Meine Freundin Fran holt mich ab und wir gehen zusammen ins Einkaufszentrum. Sie hat ja eine Firma für Renovierungen und Inneneinrichtungen. Ähnlich wie diese Serien aus den USA, die man manchmal am Wochenende vormittags gucken kann, wo jemand ein Haus kauft und dann sagt so, oh ja, dekoriert mein Haus um, oder auch wo halt die Leute irgendwie unhappy sind mit ihrer Einrichtung und so. Und dann kommt dieses amerikanische Pärchen, die ziehen für einen Monat aus und sie kommen zurück und alles ist neu, renoviert. Neue Inneneinrichtung, neue Küche, Wände rausgerissen, anderer Boden und so weiter und so fort. So eine Firma hat meine Freundin. Und deswegen kennt die sich natürlich super aus mit Möbelgeschäften und alles, was damit zu tun hat. Also, wir waren gestern
nochmal in der potenziellen neuen Wohnung und haben gemessen. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Esstisch und Stühlen und Lampen, also Zimmerlampen, Deckenlampen. Und ich werde heute nichts kaufen, aber wir werden, wie gesagt, uns angucken, was es so gibt und ich lasse mir von ihr zeigen, was sie mir empfiehlt. Und dafür ist dieses Outfit heute. Ich habe diese Lederhose angezogen und habe einen Rollkragenpulli an, einen beigen. Ich bin immer noch verschnupft. Das wird sich auch wahrscheinlich so schnell nicht ändern. Genau. So, und dann kommen da noch weiße Turnschuhe dazu. Das sind meine Hausschuhe. Und ein Mantel und eine Handtasche natürlich. Das zeige ich euch jetzt noch. So, jetzt haben wir das Ganze nochmal mit Mantel und mit weißen Turnschuhen. Und mit dieser Banana Bag von Delitos heißt es. Das ist auch die Firma von einer Freundin von der Fran. Also von ihr kriege ich sehr viele gute Tipps und Empfehlungen, die ich dann auch oft nachkaufe. Also in dem bisschen mehr als einem Jahr, dass wir jetzt befreundet sind, habe ich hier sehr viele Sachen nachgekauft. Aber sie hat es mir gesagt, das ist kein Problem. In Chile ist es nicht so ein... also ist es nicht komisch, wenn man Sachen nachkauft, sondern sie freut sich, wenn ihre Empfehlungen bei mir Anklang finden. Ja, also, schauen wir mal, wie es wird. Vielleicht nochmal in etwas besserem Licht. Oh, ich habe so wenig Platz irgendwie, obwohl die Wohnung so groß ist. Okay, also, dann gehen wir mal. Hallo, so ist es Sonntag und ich zeige euch mein Outfit gleich auch nochmal im Stehen, aber erstmal kurz im Sitzen. Ich habe es nicht zu Hause gefilmt, weil ich dachte, mit der Sonne ist eh schöner und ich hatte auch keine Zeit. Ich habe einfach nur einen Wanderpulli an, das ist eigentlich so ein First Layer, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, erste Lage, so ein Merino-Pulli unter Langarm-Shirt von... Unterhemd vielleicht, ja, von Decathlon, aber ich finde halt, dass es eigentlich nicht so wirkt wie ein Unterhemd. Es ist eigentlich schon ein schöner Pulli. Und drunter habe ich einfach ein normales Top und meine helle Jeans und auch neue Schuhe, die ich gerade einlaufe mit Socken. Und Gott sei Dank halten die auch ganz gut. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich schon mal schwarze Loafer gekauft habe ganz am Anfang in Chile und die haben mich ja gekillt. Deswegen habe ich jetzt die hier geholt und beschlossen, die anderen zu verkaufen. Und dann noch eine Lederjacke. Und gleich zeige ich euch das alles noch im Stehen. Und so, das war mein Outfit für heute. Und wie immer die schwarze Banana-Handtasche, die ich sonst auch mal benutze. Genau, also. Also, hier alles nochmal quasi im Gesamtbild mit diesen Schuhen, die exquisit zu meiner Tasche und meiner Jacke passen, finde ich. Exquisit. Ich hoffe, diese Kombi wird mir lange erhalten bleiben und nichts davon wird kaputt gehen, geklaut oder verloren gehen. Hi Leute, guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag mit einem neuen Outfit. Es ist jetzt 10 Uhr. Meine erste Arbeitsphase ist vorbei und hoffentlich ist heute der letzte kalte Tag in der Wohnung, denn hoffentlich wird heute die Heizung aktiviert. Draußen hat es 16 Grad angeblich. Da bin ich skeptisch. Ja, vielleicht in der Sonne. Jetzt werde ich mich jedenfalls mal was anziehen. Und heute wird ein spannender Tag. Heute bin ich außer Haus. Das Outfit, was ich mir jetzt anziehe, wird nicht den ganzen Tag bleiben, denn ich habe mit einer Freundin ein Fotoshooting am Nachmittag zum Thema Wandern in Wanderklamotten. Aber ich werde mich jetzt trotzdem zurecht machen, einfach damit ich mich strukturierter fühle, denn das ist das Ziel dieser ganzen Aktion und hoffentlich bringt es was. Mein Vormittag war auch schon halbwegs erfolgreich. Ich habe ein Video geschnitten und hochgeladen. Ich habe mein Tagebuch geschrieben, sogar 2 Seiten statt eine. Also gerade fühle ich mich richtig gut im Flow. Gerade muss ich wirklich sagen, fühle ich mich, als hätte ich mein Leben wieder im Griff. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ausschließlich daran liegt, dass ich mich morgens zurecht mache, aber ich glaube, dass dieser Schritt, den ich jetzt gerade zusätzlich gehe, auf jeden Fall dabei hilft. So viel ist sicher. Okay, jetzt ziehe ich mich mal an und danach zeige ich euch das Outfit. Okay, bei mir wurde es wieder ein schmusiger Pullover. Ich dachte eigentlich erst daran, ein Langarm-Shirt anzuziehen, aber nein, es ist zu kalt. Und gegenüber in der Wohnung sitzt einer mit offener Balkontür in seinem Wohnzimmer am Esstisch mit seinem Laptop und hat nur eine Boxershort an. Wie halten diese Chilenen das aus?
Also ich habe eine schwarze Jeans an, die ihr vielleicht hier ganz gut sehen könnt. Und dazu werde ich einen schwarzen Mantel und schwarze Schuhe. Wobei, nein, ich glaube, ich ziehe meine weißen Turnschuhe an. Aber ein schwarzer Mantel. Und dann gehen wir jetzt mal vor die Tür, gehen Gassi und danach ist mir wahrscheinlich schon wärmer, weil ich mich etwas bewegt habe. Ich habe mich jetzt doch einfach für diese Jacke hier entschieden, weil es recht frisch ist. Also ich weiß nicht, hier drinnen hat 17 Grad, angeblich hat es draußen 18, 1 Grad mehr als in der Wohnung. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Aber wenn doch, dann kann ich mir die Jacke umbinden. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tag. Ich komme gerade frisch aus der Dusche. Ich habe noch nasse Haare und kein Make-up. Heute wird auch ein No-Make-up-Day, damit meine Haut sich ein bisschen erholen kann. Och, meine Haare sind so lang geworden, Wahnsinn. Und ich habe ein sehr basic Outfit an und euch fällt vielleicht auf, was das für ein Temperaturunterschiedsoutfit ist. Es ist nicht nur so, dass wir jetzt wieder in eine warme Wetterphase gekommen sind und es draußen 26 Grad hat. Was? Außerdem ist endlich die Heizung aktiviert. Das heißt, wir haben jetzt auch ungefähr 22 Grad in der Wohnung, was mich sehr happy macht. Dadurch, dass wir Südseite haben, haben wir gar keine direkte Sonne. Und die Wohnung heizt sich nicht automatisch auf, wenn es draußen wärmer ist. Deswegen muss die Heizung leider trotzdem laufen, weil das ganze Gebäude so kühl ist. Ja, ich hatte heute einen sehr langsamen Start in den Tag. Aber ich muss sagen, ich kann schon erste Erfolge verbuchen durch diese neue Priorität, die ich mir hier gesetzt habe mit dem Anziehen. Aber dazu gehen wir mal in besseres Licht. Wenn ich mich nicht täusche, sind jetzt 5 Tage um. Und bisher muss ich sagen, dass ich... heiß! Das war kochend heißes Wasser auf meinem Oberschenkel. Warum ist das passiert? Kinders, Thermos kann gescheit zuschrauben, nicht über dem eigenen Oberschenkel einschenken. Haben wir wieder was gelernt. Okay. Autsch. Zurück zum Thema. Ich war in den letzten Tagen sehr, sehr viel produktiver als vorher. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich nicht unbedingt sagen kann, dass es jetzt nur am Anziehen liegt. Und ich meine, es ist auch so ein bisschen klar, dass wenn man sich morgens bereit macht, dass man dann produktiver ist. Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass das Anziehen für mich einer der Schlüssel ist, um mich in diese mentale Situation der Produktivität zu bringen. Ich weiß jetzt schon, dass ich das unbedingt weiterführen will. Und für manche von euch ist es vielleicht voll obvio und die von euch, die außer Haus arbeiten, für die ist es sowieso keine Frage. Aber Homeoffice ist ja jetzt auch immer mehr ein Thema, natürlich nur für die Leute, die auch überhaupt im Office arbeiten. Und für alle Selbstständigen ist es natürlich auch ein Thema. Ich finde es vor allen Dingen auch relevant fürs Wochenende, zumindest wenn man vorhat, am Wochenende was geschafft zu kriegen. So viel ist sicher. Ich habe auf jeden Fall ein neues Bild gemalt, also ist noch nicht ganz fertig, da fehlt schon noch ein bisschen was. Beziehungsweise eigentlich sogar 3, da im Hintergrund seht ihr die anderen beiden. Außerdem habe ich mich heute Morgen zum allerersten Mal in meinem Leben für einen Termin beim Psychologen angemeldet, was irgendwie weird ist, das laut auszusprechen, weil in Deutschland das immer noch recht verrufen ist, irgendwie hier in Chile gar nicht. Und ich habe mich hier mit so vielen unterhalten und so viele, die ich kenne, waren schon mal beim Psychologen, haben schon mal eine Therapie gemacht, in irgendeiner Art und Weise. Und der einzige Grund, warum ich es eigentlich nie gemacht habe, ist, weil ich halt diese typische deutsche Ansicht hatte, dass man... weiß ich nicht, was ich dachte. Ich kann es euch gar nicht so genau sagen. Einfach diese Assoziation, wenn man zum Psychologen geht, dann ist man abgestempelt als jemand, der instabil ist zum Beispiel. Was ja natürlich überhaupt nicht stimmt, aber irgendwie dachte ich innerlich, dass ich mir damit so einen Stempel aufdrücke, wenn ich das tue, dass das etwas verändert für mich. Aber natürlich ist es so, dass ob ich zum Psychologen gehe oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied für die Person, die ich bin. Es macht höchstens einen Unterschied vielleicht für manche, wie sie mich sehen, mit welchen Augen sie mich sehen, in Anführungszeichen. Was für mich persönlich überhaupt keine Rolle spielen sollte in meinem Leben. Jedenfalls habe ich mich jetzt letztendlich dafür entschieden und warte jetzt drauf, einen Termin zu bekommen. Und warte jetzt drauf, dass es losgeht. Wahrscheinlich in 2-3 Tagen. Okay. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich da gerne in einem anderen Video nochmal ausführlicher drauf eingehen. Aber in diesem Video hier geht es ja eigentlich um was anderes. So, und das Telefonklingeln, das war gerade eine Bestellung, die ankam. Eine Lebensmittelbestellung, das heißt, ich muss mal kurz runtergehen und die abholen, denn das sind Sachen für den Kühlschrank dabei.
Hallo, guten Morgen Leute. Heute ist der letzte Tag meines Outfit-Experiments und ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr geholfen. Ich muss heute ins Institut und ich werde mir jetzt mal eben kurz die Haare waschen. Die gehen eigentlich noch, aber meine Kopfhaut juckt so, ich weiß nicht. Vielleicht lasse ich es auch. Vielleicht überlege ich mir mal oder ich schaue mal im Pinterest, ob ich irgendwelche Frisuren finde, mit denen ich drumherum komme, weil morgen früh habe ich den Lauf und dann muss ich danach Haare waschen. Also es wäre voll dumm, die jetzt zu waschen, aber irgendwie angenehm. Wisst ihr was? Unangenehm. Wisst ihr, was ich meine? Aber egal. Ich suche mir jetzt mal ein Outfit raus. Es ist schon relativ früh. Noch relativ früh. Ist heute der Umgekehrtag. Außerdem ist es, glaube ich, nicht so. Okay. Gegenteiltag heißt das außerdem. Oh Gott. Oh je, das geht ja gut los. Das kann ja nur ein guter Tag werden. Okay, also ich suche mir mal ein Outfit raus für heute und danach erzähle ich euch nochmal mein Resümee zu dem Experiment. Ich habe jetzt mal überlegt, was ich schon länger nicht mehr anhatte und das ist dieses T-Shirt mit Turtleneck. Die Sache ist, dass wir gerade jetzt wieder eine Wärmeperiode haben. Es hat zwar gerade nur 15 Grad, aber heute Mittag kann es, oder Nachmittag eigentlich, kann es bis auf 27 Grad hochgehen. Das heißt, ich muss irgendwie schichten und ich glaube, für die heißeste Phase ist das eine ganz gute Wahl, weil es ein T-Shirt ist, aber trotzdem nicht so mega offenherzig. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ganz normales Standard-Make-up. Ich habe meine Haare jetzt mit so einem Clip hinter, weil wie gesagt, morgen früh der Lauf und ich will einfach jetzt irgendwie nicht Haare waschen. Ich hasse das zwar mit ein bisschen fettigen Haaren aus der Haustür zu gehen, vor allem wenn meine Kopfhaut juckt. Aber dann würde ich es jetzt an 2 Morgen hintereinander waschen und das geht nicht. Also ich muss irgendwie durch diesen Tag kommen. Was liegt denn da am Boden? Aha. Ein Stück von einem Baum. Also ich habe dieses T-Shirt an, was ich euch gerade gezeigt habe. Das ist quasi kurzärmlich, also nicht extrem kurz, aber auch nicht super lang. Dann ziehe ich diese Lederjacke drüber, die liebe ich, ist meine perfekte Übergangsjacke. Dann fahre ich nochmal meine Stoffhose ab, die ich ja den ganzen Sommer schon ohne Ende anhatte. Und die Loafer, die ihr auch schon mal gesehen habt. Ich habe einfach so dringend schwarze Loafer gebraucht. In Deutschland meine schwarzen Loafer habe ich jeden Tag getragen. Und weil ich diesen Fehlkauf hatte, von dem ich Blasen hatte, habe ich mir jetzt das letzte Jahr nicht erlaubt, neue zu kaufen. Ich dachte, du hast ja welche gekauft. Aber ich muss mich der Realität stellen, ich kann sie nicht anziehen. Deswegen bin ich so froh, dass ich jetzt neue habe, die mir passen. Und ich muss jetzt auch immer noch einlaufen. Also ich kriege, glaube ich, schon noch ein bisschen Blasen von denen. Aber nicht so schlimm, also bei weitem nicht so schlimm wie bei den anderen. Und ja, die klimpern ein bisschen, diese Metalldinger. Ne, das hört man jetzt nicht. Weil, ja, ich glaube jetzt sind sie gespannt, weil meine Füße drin sind. Nee, aber wenn sie leer sind, in Anführungszeichen, wenn keine Füße drin sind, dann klimpert das Metall so. Irgendwie erinnert mich das an meine Emo-Zeit, als ich so 15, also eigentlich Punk-Zeit, als man überall Glöckchen hatte und Nietengürtel und so. Dass, wenn jemand gelaufen ist, dass immer alles geklimpert hat. Irgendwie weckt das Kindheitserinnerungen in mir. Noch jemand unter euch, der auch immer Glöckchen überall dran hatte? Vor allen Dingen an den Schuhen, auch an den Chucks und so. Ach ja, das waren noch Zeiten. Okay. Also wir gehen kurz ins Büro und ich erzähle euch, wie ich die Woche fand und so weiter und so fort. Ich bin schon wieder so blass geworden. Ich sehe schon wieder aus wie ein Geist. Aber gut, es ist nun mal einfach meine Hautfarbe. Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin super happy und mein Hund ist jetzt aktiviert, weil ich meine Schuhe angezogen habe. Er sagt, geh mir Gassi, aber gleich. Ich muss noch kurz was erzählen. Dieses Experiment war super lehrreich für mich. Es ist wirklich interessant, wie so eine kleine Veränderung, die irgendwo offensichtlich ist und die eigentlich jedem irgendwie bewusst ist, aber die man trotzdem manchmal nicht macht, dann doch so einen großen Einfluss haben kann auf das Wohlbefinden, auf die Produktivität, auf alles. Für mich war das quasi ein Funken, der eine Kettenreaktion in Gang gesetzt hat, die einfach bewirkt hat, dass ich mich mehr in den Modus gebracht habe, jetzt tatsächlich Sachen zu erledigen und nicht so slouchy irgendwo rumzuliegen. Aber ich muss sagen, ein ganz großer Faktor bei mir war jetzt auch einfach die kalte Wohnung, die jetzt nicht mehr kalt ist. Jetzt haben wir schöne, angenehme 22 Grad in der Wohnung. Das allein gibt mir schon viel mehr Lebensenergie. Also wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation seid, wie ich am Anfang war, ich kann es nur empfehlen. Für mich war es ein voller Erfolg. Für alle, die sich sowieso jeden Tag ganz normal anziehen, weil sie zur Arbeit gehen,
Für die war es ja vielleicht eine kleine Outfit-Inspo. Ihr seid ja jetzt im Frühling, das heißt, ihr könnt vielleicht die ein oder andere Lage weglassen oder die Jacken weglassen und dann ist es trotzdem passend. Ich freue mich schon aufs nächste Video mit euch. Wir sehen uns ganz bald wieder und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Adios! Adios! Ach, jemand ist gar nicht begeistert.